Moin Leiflü und hey Ali Hoppa, willkommen zurück bei Victoria 3 und Schweden. Ich habe offensichtlich die Antispanische Liga gegründet und den Handelsvertrag mit Preußen neu aufgesetzt. Das läuft jetzt alles und wir sind gleich im Krieg mit dem Quasidenreich. Ejas ist ja schon unser Best Buddy. Ich habe das Gefühl, dass der Sound lauter geworden ist. Aus magischen Gründen. Jetzt möchte ich mal kurz hier irgendwie Hauptlautstärke auf 10, wa? Ah, das klingt irgendwie besser in meinen Ohren. Ja. Was haben wir heute vor? Wir gewinnen erstmal unsere Wahlen. Das ist immer gut, denke ich. Ich als alter Politikexperte. Wir versuchen hier gerade den Agrarismus zu etablieren. Wir wollen gerne die Unterschicht saurer machen, damit die die Kapitalisten besser bei uns ankommen. Wir haben einen schwedisch-schamarischen Vertrag. Na gut, wenn wir den haben, haben wir den. Oh, Stadt der Fülle. Zwerland kriegt einfach loyalere Leute. Das gefällt uns gut. Wir bauen hier relativ viel Holz. Wieso bauen wir so viel Holz? Wir haben doch jemanden, der Holz für uns baut. Baut lieber erstmal den anderen Quatsch. Apropos anderen Quatsch, was ist hier eigentlich los? Da haben wir das gerade erobert. Jedenfalls haben wir jetzt große Teile des Jemens, aber das haben wir gerade erobert, deswegen gehen die hier so steil. Handelszentren haben wir keins. Auch mal gut. Wir wollen uns auch den Natscht holen. Die Frage, ob wir den erobern wollen. Viel macht das ja nicht aus. Dann können wir mal unserem... Na, Jungs. Wollt ihr wohl wiederkommen? Können doch eigentlich hier wohnen bleiben. Macht ja nicht so viel aus. Wir bauen Tee in Nordmadagaskar. Ja, na gut, dann machen wir das. Du bist auch unser Protektorat, ja? Das ist schön. Ich habe ein bisschen Sorge gerade. Verlieren wir hier Geld ohne Ende. Aufgrund zu teurer Bauwaren. A.k.a. zu wenig Eisen. Wir bauen noch ein Handelszentrum in Svealand. Wie denn hier ausgebucht? Tatsache. Und die machen ordentlich Cash. Wir importieren allerdings auch teuren Scheiß. Möbel, Papier, Kohle. Wir exportieren allerdings auch ganz ordentlich. Kaffee ist aus unerklärlichen Gründen unser Ding. Und gleich 2 ins Wehrland, war. Das ist wieder unsere... ich muss kurz, bevor ich das hier wie immer vergesse. Das wollen wir natürlich auch erobern. Das ist ja logisch. Um die Angst. Dann machen wir das auch noch zum Hauptpunkt. Das wollen wir haben. Dann wollen wir ein bisschen Roggenfelder und sowas bauen. Unser Land nicht so hungern muss. Ja, das ist gar nicht schlecht. Das brauchen wir. Was haben wir heute vor? Eigentlich wollen wir ja mal die ersten Steps in Richtung Skandinavien machen. Dazu müssten wir eigentlich Dänemark mal so ein bisschen auf unsere Seite ziehen, um das mal freundlich auszudrücken. Wenn wir hier nicht irgendwie Bündnispartner werden. Nicht. Da sind die gar nicht mal so von überzeugt. Wenn wir das Holz wegschmeißen, das hassen die nämlich sehr. Eisen hassen die auch. Und wir hassen ja ganz schön viel, was wir denen hier schenken. Also, Holz findet ihr doof.
Handelsprivilegien finden wir aber gut, die bleiben. Holz findet ihr generell doof. Eisenexporte findet ihr auch doof. Gut, das passt mir auch ganz gut. Jetzt sind wir aber noch bei 150. Wir können euch nochmal eine Verpflichtung schulden. Können das hier wieder auf 25 Jahre machen. Ja, so eine Machtblockbotschaft, das geht ja auch irgendwie. Zollfreiheiten, keine Subventionen. Also wir könnten euch auch noch eine Zollfreiheit anbieten auf Luxuskleider. Nee, Handfeuerwaffen, nee, das haben wir schon mit den anderen. Möbel auch nicht. Nee, upala, das war jetzt Quatsch. Gibt es denn noch irgendwas, was wir euch Gutes tun können? Das muss hier alles raus, raus, raus. Machtblockbotschaft, Investitionsrechte. Das finden die auch gut. Können die bei uns investieren? Das finde ich halt, naja. Bin da mal nicht so der Fan von, aber ist hier vielleicht auch nicht so schlecht. Seide. Nee. Ritt. Ah, naja. Zucker. Klamotten. Nee, so richtig was geben können die uns. Ja gut, die werden uns wohl keinen Axthafen geben. Zollfreiheiten hatten wir schon durchexerziert. Waren, wollte irgendwas von uns haben? Nee. Eine Subvention. Haben wir auch schon alles Mögliche. Minus 56, das muss doch irgendwie drin sein. Aber ist es nicht. Können das wahrscheinlich auch nicht bezahlen. Was brauchen wir denn da? Wir können nur 54. Nur noch bei minus 2. Das ist natürlich blöd. Und das macht die auch nicht glücklich. Kompaniemonopole. Oh, aber damit haust du, glaube ich, auch gut was weg. Auch nur plus 20 auf Tuchwaren. Nee, 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 das wollen wir nicht. Weltmarkthandelsverbot, Luxuskleider. Handfeuerwaffen dürfen wir nicht mehr handeln. Und Möbel. Das wären zusammen 50. Das würde immer noch nicht reichen. Wie sehr hassen die uns denn eigentlich? Die guten Franzosen. Ja, hasst uns eigentlich gar nicht so dolle. Um nicht zu sagen, ihr mögt uns eigentlich sogar. Ich habe hier so eine Kriegsgeschichte, ne? Ich meine, ich wäre ja bereit, hier Holz und Eisen will ich euch auch so nicht mehr geben. Das können wir ja drüber reden. Wäre für mich soweit okay. Ist ja gar nicht schlecht. Kommt das Bündnis rein. Das finden wir wiederum ganz schlecht. Aktionsrechte können wir haben. Okay, wir handeln keine Handfeuerwaffen. Ne, nicht Luxuskleider. Handeln keine Handfeuerwaffen, keine Möbel mehr. Ist irgendwas, was euch hier noch glücklich macht? Ihr müsstet uns dann eigentlich Handfeuerwaffen geben, wenn es okay ist. Und ihr müsstet uns dann Möbel geben. Das finde ich nicht so gut. Schwefel braucht man dann wahrscheinlich auch eine ganze Menge. Sprit können wir uns auch geben. Waren können wir euch nicht übertragen. Zollgeschichten haben wir alle schon. Sorgt für einen Zug der nicht abgespannten Strategie. Wir dürfen dann nicht mehr nach Nordafrika.
dürfen nicht mehr nach Nordafrika. Hm. Wir haben nicht so viel Geld, dass wir das... Bräuchten wir 34. 4000 die Woche. Dann nehmen sie safe an. Wir können natürlich auch ein bisschen reduzieren. Wir machen das anders. Können wir euch Staaten übertragen? Aber wir haben noch keine. Ja gut, ich glaube, das wird nix. Das wird nix. Was haben wir mit denen? Uiuiui. Das ist ein Vertragswerk. Können wir euch ein Bündnis ab... Wir können mit denen ein Bündnis machen. Handelsprivilegien wollen wir nicht behalten. Noch eine Ware, die du uns vielleicht geben willst oder so? Keine Subvention? Nee, ich meinte Waren übertragen. Beide zum Beispiel. Das klingt noch im Deal. Ja, wir probieren mal unser Glück. Tatsache. Dann wird es halt verbündet mit den Briten. Ist ja auch nicht schlecht. Wo haben wir die Landbewohner, dass wir glücklicher sind? Ist ein Royalist? Eigentlich nicht. Okay, wir müssen hier vielleicht mal Truppen hinstellen. Wir haben noch eine Landesgrenze. Und aber nicht. Gut, wenn wir da nicht rein können, machen wir es halt so. Wir kommen da schon hin. So ist ja nicht. Was haben wir hier eigentlich für einen Krieg gerade? Das ist einmal die deutsche Führung. Oh, Preußen wie das Ostsee, also hier Riga und Co. Hier haben wir den ägyptischen Krieg, Türkei gegen Ägypten und Österreich. Also die Osmanen gegen Österreich und Ägypten. Wir bauen hier Waffenfabriken noch und nöcher. Andererseits, wenn Russland hier gerade im Krieg ist, ne? Dann ist ja vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, Russland jetzt anzugreifen, oder? Apropos Russland angreifen, wie sieht eigentlich unsere Munitionskapazitäten so aus? Oh, wir haben keine, das ist schon mal gut. Wir können im Jemen eine aufbauen. Oder Lorenzo Marquez. Oder in Götaland. Wo haben wir denn, was brauchen wir eigentlich für Munition? Sprengstoff und Blei. Blei haben wir in, machen wir kurz Päusken. Jemen und Zwerland. Schwefel haben wir in nirgendwo. Würde ja auch in Svealand bauen. Dann bau das da bitte mal eben hin. Ebenso wie die Bleimine hier, wenn es geht. Das wäre sensationell. Wir bauen noch Walfänger in Norwegen. Dann bauen wir weiter Handelszentren und Holzfällerlager. Auch alles nicht schlecht. Ich hätte allerdings gerne jetzt mal das Siemens-Martin-Verfahren für das bessere
Also für die Kompanie, die uns dann Eisen macht. Davon abgesehen, brauchen wir ein bisschen Geld. Das nützt ja nur alles nichts. Ach, hier ist unpassierbares Gebiet. Deswegen kamen wir da nicht ran. Hier, ich verstehe. Aber Herr Jas wird uns ja eigentlich helfen können, oder? Protektorat. Merina Königreich. Wir können da die Autonomie verringern. Du bist eine Marionette, das findest du nicht so gut. Wir können auch Norwegen reduzieren. Brauchen wir eigentlich gar nicht, aber das Merina-Königreich, da machen wir das jetzt mal. Die lieben uns deswegen ja nicht weniger. Hier auch noch Klientelzahlung erhöhen. Was zahlt die uns denn eigentlich? Die Akte 1,62. Okay, dann lass das doch mal erhöhen. zu. Okay. Ja, nicht so viel. So. 500. Ein bisschen. Nö, das machen wir alles nicht. Das ist in Ordnung. Dienstbefreiung, Regimeunterstützung. Wir können auch hier die Autonomie verringern, aber das ist auch eine Marionette. Die sind aber eigentlich ganz gut mit uns. Ach komm, aha, greif drauf. Jetzt müssen wir allerdings ein bisschen aufpassen. Das gibt uns allerdings immer 1,4 Dukaten, also 1,4000 Dukaten mehr. Die Erlassungszeit. Wir haben noch eine Kompanie gefunden. Wir können ja zwischendrin mal eine vielleicht machen. Mit der machen wir nichts. Die soll hier einfach nur Kaffee kann die machen in Jemen. Plantagenkonsortium von Jemen. Oh, das ist auch nicht schlecht, oder? Oder super Opium. Und nie Wachstumstempo. Ja, komm, mach. Ist jetzt noch nicht so produktiv. Also verliert ihr hier Wohlstand. Naja. Könnt euch ein Monopol auf Kaffee geben. So, die müssen jetzt natürlich den Investitionsvorteil, ne? Der Kompanieprofit sinkt hier ganz ordentlich ab. Die Kanäle in Norwegen und Nordmadagaskar sind gut. Svealand, das ist gerade... Svealand ist ein Problem. Du bist ein Problemstaat. Mein Bester. Ja, ich brauche hier... Oh. Mal ganz ordentliche Sachen upgraden. Du hast ja noch keine Abnehmer für Blei, ne? Verstehe das Problem schon. Wir müssen hier mal kurz unsere ganzen Produktionsmöglichkeiten upgraden. Ja, es bleibt mal wie es ist. Möbelfabrik. So, wir haben auch gar keine. Na gut. Auch nicht schlecht. Wir wollen hier Bleiglas herstellen. Dann haben wir auch Verwendung für Blei. Stahlwerkzeuge ist noch nicht so unser Ding. Alles hinter. Papierfabriken. Auch. Schiffswerft, verstärkte Rümpfe. Okay, wir haben Motorenprobleme dann. Dann lassen wir das lieber nochmal. Und uns auch keinen nennenswerten Profit. Was passiert hier?
Die Freistadt können bei uns bauen. Wir geben den Luxuskleidung. Was? Für nichts? Warum soll ich das denn machen? Nö. Für nichts? Ich kriege nichts? Nichts ist ein bisschen wenig. So, da braucht das Stahl, ne? Es nützt langsam nichts. Wir müssen hier unsere Stahlfelder also ein bisschen rausputzen. Unsere Stahlproduktion. Das Problem daran ist natürlich, historisch gesehen war Stahl halt nicht so ganz unser Ding. Also, naja, warte, ich muss es anders sagen. Stahl war schon unser Ding. Nur wir hatten das Eisen und die Preußen und die Briten die Kohle. So haben wir gehandelt. Das lassen wir mal alles, wie es ist. Ja, ihr solltet hier mal ein bisschen besser ummachen. Wo können wir denn? Wir brauchen Stahl und Kohle. Und Kohle haben wir quasi, ja, in Skane quasi nichts. Und dann in unseren Gebieten da unten. Das heißt, wir können am besten hier in Transvaal anfangen, das zu bauen. So, so. Und dann städtisch Stahlwerk und Motorenwerk. Und damit das richtig funktioniert, sollten wir das vielleicht auch in einer einigermaßen sinnvollen Reihenfolge bauen. Haben wir noch Zeug für den Erlass? Ja, ich gerne brutales Durchgreifen. Das geht nicht so einfach. Spezialhilfe können wir verlangen. Na gut, Skane, du brauchst hier nicht noch mehr Leute. Keine gebildeteren Leute. So. Und zwar hat gar nicht so viel Aufruhr. Na gut, dann kriegst du ein paar Leute, die ich lieb habe. Du bist nicht inkorporiert. Deswegen bauen wir hier so ewig. Ja, dann inkorporiere das mal. Den ganzen Batzen da. Und wir brauchen ein paar bürokratische Gebäude. Die müssen wir vielleicht mal bauen. Vor dem ganzen anderen Kokolores. Vielleicht in Güterland. Mal 4 Stück. Wir bauen auch schon Werkzeuge. Das läuft alles. So, der Krieg hier ist... Wie sieht es denn hier aus? Oh ja, Preußen verliert ganz ordentlich. So, angenommen, ich wollte jetzt das hier zum Protektorat machen. Großbritannien wäre dann nicht so ganz auf unserer Seite, obwohl du unser... So, weil wir dann auch hier auf die Aggro... Also unsere Verrufenheit zu weit steigt. Das wäre natürlich auch nicht optimal. Ja. Müssten auch noch mehr Dingsies bauen. So, wir haben ja auch noch unsere egalitäre Gesellschaftssachen. Intellektuelle müssen mächtig sein und in der Regierung. Oh. Viel Glück. Das dauert hier ewig. Wieso haben wir denn eine Knappheit von Artillerie? Lasst mich raten, wir haben gar kein eigenes Artilleriewerk. Oder auch ein Sphärland. Sphärland, es läuft doch eigentlich bei dir. Ist das Eisen, das fehlt? Und Sprengstoff. Was brauchen wir für Sprengstoff? Schwefel und Dünger. Was brauchen wir für Dünger? Schwefel und Eisen. Das heißt... So, und Schwefel hatten wir nicht so gut. Norwegen oder im Hedgers. Oh. Wir
Wir brauchen Schwefel, meine Lieben. Hier gibt es keinen Schwefel, nehme ich an. Finnland, wie sieht es bei dir aus? Da gibt es noch ein bisschen Eisen. Guck an, wir haben Agrarianismus. Hier ist mit Schwefel auch schlecht. Schwefel an und für sich eher Mangelware. Oh, jetzt haben wir aber... Jetzt geht's hier bergauf. Donnerlittchen. Ein bisschen unsere Schulden abbauen. Zululand. Du hast auch kein Schwefel. Und das andere lustige Sachen, die ich haben will. Zuvorderst Kohle. Oh, 10.9. Ah, das ging ja eigentlich noch. Meine Armee ist schon wieder voll lustig. Ihr zwei werdet mal dieser Truppe zugeordnet. Bitte, danke. Dann müssten wir doch eigentlich mit Verbündeten beeinflussen, die einfach reinholen können, oder nicht? Großbritannien, altes Haus. Wir sind doch Freunde. Ha, gut, Freunde jetzt. Das nervt, dass man hier die ganzen Vasallen hat. Wir haben nebenbei bemerkt, ganz schön viel Diplomatiekram. Was machen wir mit dem ganzen Zeug? Diplomatieaktionen. Oh, wie finanzieren? Ne, das wollen wir eigentlich alles nicht. Wir könnten ein paar Embargos machen, aber warum sollten wir? Gegen Ägypten und gegen Russland. Ich wiederhole, warum sollten wir? Kann ich noch irgendwas hinzufügen? Nö. Na denn. Ich glaube, dass wir uns hier gleich mit Dänemark... Ach, jetzt haben wir schon wieder relativ viel Verrufenheit, ne? Das macht das mit Dänemark jetzt nicht zwingend einfacher. Wie lange brauchst du für ein Stahlwerk? So, da braucht gar keiner dran quasi. Portugal wäre auch gut, wenn die weg wäre. Wo bauen wir denn gerade Kolonien? Hier so, aber ach so, wir haben die Malaria-Prävention noch gar nicht. Da sind wir noch eine ganze Weile von weg. Hier unser Prestige-Kaffee. Was können wir dir noch geben? Tee. Kannst auch noch Tee für uns machen. Brauchen wir aber eigentlich nicht. Könntest du ein Monopol auf Kaffee kriegen. Radikale. Ja, wir wollen eigentlich Radikale werden, ne? Weg mit der Monarchie. Den kriegen wir hier rein. So, kriegen wir noch die Landbewohner rein, dass auch Monarchen sind. Jetzt hier komplett radikalisieren. Dann geht es mit unserem Land aber auch einigermaßen bergab. Wir müssen uns langsam radikalisieren. Am besten, indem wir so Monarchie zu einer Theokratie machen. Ja, vielleicht auch nicht. Glaubensfreiheit ist ja eigentlich auch gut. Könnten hier vielleicht was gegen tun. Nee. Garantierte Freiheitsrechte auch jetzt nicht so gern gesehen.
eine Nationalgarde beschließen, aber kein Gesundheitssystem. Da wird die öffentliche Gesundheit gut. Sklavereiverbot, Eigentumsrechte, Bauern. Und auch die Gehöftbauern ein bisschen besser. Da habe ich aber keinen Erfolg mit. Sein, ich würde kurzzeitig die Landbevölkerung mit reinnehmen und dann habe ich quasi kaum Erfolg. Hier schon eine Berufspolizei, koloniale Ausbeutung und der Rassentrennung so ein bisschen. Wir schon mal gucken. Na, wir schauen mal, wohin der Wind sich dreht. Frohe Botschaft der Revolution. Ja, dann sollen die Niederlande doch Revolten machen. Modena unterstützt die Wiedervereinigung. Auch interessant, sag ich mal. Zululand ist hier noch eine erwachsene Kolonie. Was wir eigentlich auch noch brauchen, wir Opium. Können wir uns hier holen. Hm. Optimal ist das alles nicht. Ich weiß auch nicht, warum wir so viele Walfänger in Nordnorwegen bauen, aber wir haben uns bestimmt was bei gedacht. Aber jetzt kriegen wir ganz schön viel Geld. Und das ganze Geld her. Diplomatie-Pakte. Vertragswaren. Hartholz in Frankreich, Obst hierhin, Eisen nach Frankreich, Holz in Frankreich. Das Teil hiervon. 490 Holz an Frankreich. Ja. Das sind die Übertragungseinnahmen. Vielleicht Pops und Zwerland werden glücklicher oder wir sorgen dafür, dass das alles besser funktioniert. Dosen, oder passt schon. Anti-Osmanen. Anti-Osmanen. Ich wusste nicht, dass wir Anti-Osmanen haben. Okay, wir handeln doch gar nicht mit euch. Ich mache Anti-Spanier. Und Schwedisch-Preußische Politunion. Anti-Spanier. Was wollen wir denn mit euch? Echtes Interesse haben wir da ja gar nicht dran. Jetzt verlieren wir ziemlich viel Geld. Müssten ein bisschen handeln. Mit wem können wir denn Handel treiben? Preußen. Ah. Wir haben mit dir schon gehandelt, ne? Und das war... Ach, Tuch. Tuch würde er jetzt nehmen. Komm. Machen wir so. Okay, der Handel ist überhaupt nicht mehr so spannend. Da müssen wir noch mal ran. Die Handelsprivilegien bleiben. Das kommt alles weg. Die 800 Gold können auch weg. Das kann weg. Das kann weg. Mal schauen, was du so von uns haben willst.
Handfeuerwaffen. Okay, wir lassen es erstmal. Linienpiepon, was ist denn hier los? So, mal Aufstände. Naja, gut. Der Völkerfrühling, was müssen wir nicht machen? Monarchie nicht und wir haben allgemeines oder Zensuswahlrecht. Allgemeines oder Zensuswahlrecht. Junge, 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 du forderst auch Sachen. Wir bauen Glas in Götaland und Sachen in Svealand und Sachen in Transvaal. Okay, wir haben wieder ein bisschen Hate abgebaut. Können wir hier eigentlich mit dir den Krieg erklären? Diplomatieaktionen. Und die Forderung. Klienteland übertragen können wir nicht. Staaten erobern. Auch nicht. Wieso können wir das nicht? Haben wir kein Interesse hier? Doch, haben wir doch auch. Ein Waffenstillstand oder sowas? Eigentlich auch das nicht. So, wegen des Spiels hier. Aber wir sind hier gar nicht involviert eigentlich. Jetzt? Jetzt können wir Staaten erobern. Natürlich. Klientellandbefreiung, weiß ich nicht, ob ich das möchte. Dringende Probleme. Und natürlich die radikale Partei nach vorne bringen. Eigentlich möchten wir das hier zum Protektorat machen. Großbritannien ist auch eher auf meiner Seite. Niederlande ist eher überhaupt nicht auf meiner Seite. Ist im Krieg mit. Wem bist du im Krieg? King Japan. Wenn ich jetzt sagen wir mal. Ach, keine Ahnung, was will ich denn haben? Westkarelien? Kann ich nicht erobern. Kof neu erobern möchte? Kann ich auch nicht erobern, weil ich da kein Interesse habe, ne? Das heißt, wenn ich jetzt Kola erobern möchte, dann Österreich, Preußen, Kabul. Hier sind Österreich und Preußen und Kabul nicht so zwingend dabei. Preußen ist überhaupt nicht dabei. Österreich ist ein bisschen. Weiß es nicht. Man weiß es nicht. Na komm. Suchen wir heute nochmal. Na, wir wollen erst nochmal hier abwarten. Also Radikale Partei hat auf jeden Fall das Momentum auf ihrer Seite, aber das reicht noch nicht, fürchte ich.
Haben wir hier jetzt was erforscht? Achso, ja, das dauert jetzt 4 Jahre. Und da gerade nicht erforscht. Das Besemer-Verfahren. Na gut, für unser Stahlwerk, das wir nicht haben. Radikale Partei. August Nyberg. Autoritär. Nö, ach du. Protektionistisch wollen wir eigentlich auch nicht, ne? Sprengstoff. Immer noch keine Sprengstofffabrik gebaut. So, Sprengstoff braucht Schwefel, ne? Und Dünger. Dünger braucht ebenfalls Schwefel. Schwefel war nicht so unser Ding. Ich erinnere mich wieder. Ja gut, die Zeigewald. Das können wir überhaupt nicht gebrauchen. Möchten mal wieder mehr Bürokratie oder immer noch. Gesetzesvorschlag wird debattiert. Ich will wieder ein bisschen Demokratie, sage ich schon. Ein bisschen Bürokratie. Könnten wir hier in Norland hat doch kaum noch Leute, ne? Könnten mal 2 neue ins Svealand bauen. Norland, du brauchst eine grünes Graskampagne. Das war dringender als alles andere, was es hier auf dem Planeten überhaupt sowieso gibt. Du hast eine schlechte wöchentliche Migration, obwohl deine Anziehung hoch ist. Das gefällt mir nicht. Teilungspakt mit Preußen. Naja, schauen wir mal. Die Meniken. Schon 36. Na komm, wir machen das jetzt mal. Schwedisch-britische Gesellschaft aufgrund von Ideologienähe gebildet. Mangelnder Bau für Investitionsfonds, ja. Schwedisch-Mauretanien sind die Leute jetzt nicht so glücklich, ja. Hier denn den Hafen? Technisch gesehen, ja. Handelszentrum braucht ihr vielleicht auch mal, ne? Doch mal alle so ein Handelszentrum. Doch nur nicht die Welt. Aber wir wollen natürlich, das haben wir schon. Das wollen wir noch vorher bauen. Torenwerk in Transvaal. Zu hohen Investitionsfonds. Gut, wir werden jetzt nochmal, ich speichere ab, zu unserem beliebten Schweden 2 Save. Und dann werden wir nochmal versuchen, ob wir uns nicht Dänemark unter die Finger reißen können. 13,6. MF6. Okay, müssen auf 13. Auf 11,3 warten. Das geht aber glücklicherweise schnell, weil wir so unfassbar viel Einfluss haben. Wir lassen auch viel liegen, was Einnahmequellen angeht, aber beliebte Dramatiker. Boah, das wird uns fast zur Großmacht verhelfen. Wir nehmen mal die Volk. So, wir hätten vielleicht mal unsere Boote vorher dahin fahren können, aber nun gut. Stationieren wir erstmal alle unsere Truppen hier.
Geringe Organisation, wieso? Weil wir keine Lebensmittel haben, ne? Belgien stellt sich auf die Seite Dänemarks. Also jetzt habe ich auch alles gesehen. Überhaupt nicht mehr. Ja. Oder? Will ich vielleicht doch ein bisschen mehr? Wir können ja nicht noch beeinflussen. Preußen technisch gesehen, aber die haben einen Waffenstillstand. Ich will hier keine Sachen erobern. Niederländisch Ghana. Island ja nicht. Niederländische Elfenbeinküste. Das will ich vielleicht. Niederländisch Ghana. Hier sind noch 3 Peoples. Kriegt jemanden. Das ist nicht so gut. Du bist verwöhnt und verwundet. Okay, jetzt haben wir eventuell ein Problem. Noch jemanden dazu rufen. Jetzt bräuchten wir eventuell Preußen. Ein paar Wehrpflichtige ausheben. Können wir. Geht du nach da. Und ihr stellt euch hier diesen Gefecht. Jetzt will ich natürlich Staaten zurückfordern. Bis ich hier nichts mehr fordern kann. Jetzt kommt natürlich die Sezession auch noch dazu. Kein Glück und dann auch noch Pech. Die Jugend soll sich für uns einsetzen, für unsere Sache. Kann davon nichts zum weiteren Hauptziel machen. Gut, verlieren ein bisschen Autorität. Dafür werden die ein bisschen weniger schnell, ein bisschen weniger wild. Okay, wir beschleunigen hier mal kurz. Und Lügner. Verlieren noch ein bisschen Autorität. Okay, verdammt, der Krieg geht tatsächlich los. Das ist jetzt natürlich ein bisschen übel. Und vielleicht können wir hier ein bisschen mit Seemacht was machen.
Kriege, die man nicht kämpft, hat man automatisch verloren oder so ähnlich, nicht wahr? Müsstet ihr jetzt allerdings mal rüber... Achso, wir machen Seeschlacht. Ja gut. Das ergibt natürlich auch irgendwo Sinn. Dann versenkt die stolze niederländische Navy bitte. Haben wir das jetzt erobert? Ja. Und du gehst auch gleich zu dem Punkt. Sehr gut. Was sieht hier oben? Oh, wir erobern ganz ordentlich. Okay, hier werden scheinbar keine Kämpfe... Achso, es werden Kämpfe ausgetragen. Doch, tatsächlich gegen... Was sagen die Ukraine? Eines zu Schleswig. Ach, das Schwertsymbol ist nur hier hinten. Ja gut, Belgien, Niederlande. Sagen wir mal ehrlich. Ich weiß nicht, was ihr euch erhofft habt, aber das war ja wohl klar, dass das nichts wird. Wir entdecken die ganze Zeit Gold. Das wiederum gefällt mir eigentlich sehr gut. Müssten wir mal eigentlich mal abbauen. Kanönchen. Nehmen das hier mal in Auftrag. Wir bauten jetzt hier. Aber ich hätte trotzdem gerne, dass erst noch die Handelszentren fertig gebaut werden. Insofern möglich. Transvaal, wie sieht das hier bei dir eigentlich aus mit... Okay, du brauchst auf jeden Fall auch ein Handelszentrum. Das sieht hier aus mit Stahl- und Dingsproduktion. Das sieht stahlig und dingsig aus. Kirche von Schweden unterstützt das Ganze. Weniger, aber ein bisschen. Nominell. Oh, unsere Flotte wurde besiegt. Das wiederum ist suboptimal. Okay, wir führen hier gerade Krieg gegen einen ganzen Berg von Russen und Niederländern. Okay, die... Ich weiß nicht, wo die drei Jungs da jetzt hinfahren. Wahrscheinlich hier irgendwo... Hier wahrscheinlich Krieg führen. Na, die müssen jetzt erstmal reparieren, nehme ich an. Aber richtig, richtig viel Geld. Müssten noch mehr. Aber nochmal 5 Stück davon. Eine Mirbung. Hier unten wahrscheinlich. Okay. Wir haben die kompletten Niederlande erobert. Dänemark ist Protektorat. Und wir fangen an, euch lieb zu haben, meine lieben Dänen. Halt, stopp. Geht mal lieber nach da. Sollen die Briten sich mit den Belgiern auseinandersetzen? Oh, warte mal, haben wir hier nicht mal eine Sezession? Achso, ne, die hat sich schon wieder aufgeklärt. Auch das ist natürlich immer freudig zu hören. Endlich können wir dann unsere Freundschaftsbande mit Preußen dann eigentlich auch beenden, ne? Man Belgien hat sich ergeben. Und Preußen, dadurch, dass wir Schleswig haben. So, ne, Holstein ist ein... Was bist denn du? Ach, du bist ein
Du gehörst zu Preußen, dann werden die ja doch ihren Schabernack da freischalten. Das ihre norddeutsche Liga. Peinlich, dass mir der Name jetzt gerade nicht einfällt, aber ihr habt es nicht gehört. Bin einfach nur froh, dass der Franzose hier nicht mitkämpft, weil der wäre nochmal ein echter Gegner. Und Moment mal. Finnland haben wir doch jetzt auch erobert, oder? Einigermaßen komplett. Glaube ich. Schiffe müssen wahrscheinlich irgendwann reparieren oder die kann man diesen Krieg nicht mehr einsetzen. Ich weiß nicht, wie das mit den Schiffen so richtig funktioniert. Ja, ja. Jetzt kommen die Zulu wieder. Oh, hier verlieren wir. Kämpft hier Chile gegen irgendwen. Russland können wir nicht aufgeben. Oh. Die Niederlande haben aufgegeben. Das heißt, uns gehören diese beiden wunderschönen Kolonien. Und wir können neue Interessen setzen. Und wir setzen die Interessen nach Amerika, um dort zu handeln. Und hierhin, weil dort unser nächster Zug gegen Russland stattfinden wird. Ich hoffe, dass wir dies... Also nach dem Krieg werden wir da wieder was freikriegen. Dann werden wir hier uns Russland als Interesse erklären. Ich versuche ja übrigens schon alles für euch, liebe Zulus, zu tun, aber seht ihr selbst, ich kann es nicht nehmen. Los, meine tapferen Soldaten, rennt vor. Ich weiß nicht, ob wir jede Schlacht wirklich gewinnen. Inspirierende Rede. Ach, wir haben noch nicht mal Ulu erobert. Komplett. Oder haben es schon wieder verloren? Ich weiß es nicht genau. Weil gegen die schwedischen Space Marines kommen sie halt nicht an. Der Mob nähert sich. Dann soll es so sein. Wir streiten hier von Sieg zu Sieg. Und wir haben die Möglichkeit, Reservekaffee zu kriegen. Ach, Flotte ist repariert. Okay. Wir haben tatsächlich nicht alles erobert, aber fast alles. Und damit, meine Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, ein Abo, einen Kommentar, einen lieben Gruß, ein Küsschen, was ihr wollt. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.